Willkommen zurück zum zweiten Teil meiner Reise durch Schweden und Norwegen. Ich habe das Polarkreisschild hinter mir gelassen und bin gerade auf dem Weg über den Gebirgspass des Saltfjells Richtung Norwegen. In Norwegen schwenke ich dann erstmal wieder Richtung Süden nach Mo i Rana. Ich bin wirklich schwer beeindruckt, was hier oben noch immer an Schnee liegt. Zur Erinnerung, wir haben Mitte Juni, in Deutschland bollern gerade 30 Grad vom Himmel. Und hier oben, es sind laut Thermometer meines Bordcomputers gerade mal 4 Grad. Schließlich komme ich an der norwegischen Grenze an. Ich komme aus Aachen, einer Grenzstadt mit Dreiländereck zu den Niederlanden und Belgien. Und ich hätte nie gedacht, dass es eine Grenze zwischen zwei Ländern gibt, die noch unauffälliger ist als die Grenze zwischen Aachen und Pfalz. Aber genau das ist hier der Fall. Denn das hier ist die Grenze zwischen Norwegen und Schweden, mitten in der Pampa, vollkommen verlassen, und würde das Schild nicht darauf hinweisen, dann würde hier wohl auch niemand merken, dass man gerade eine Landesgrenze passiert. Ich bin jetzt also in Norwegen und sofort schlägt das Wetter um. Hier auf der anderen Seite des Passes ist es plötzlich dicht bewölkt, kalt und auch immer wieder nass. Erster Eindruck schon mal voll in den Sand gesetzt. Sorry Norwegen. Aber da ich in der letzten Episode immer so viel dazwischen gequatscht habe, will ich diesmal etwas mehr von der Landschaft zeigen und auch einfach mal die Klappe halten.
Leider verheißt die Aussicht auf die Baustelle da vorne gar nichts Gutes. Ich habe eigentlich vor, der nach Süden zu folgen, die genau an der Baustelle da vorne links abgeht. Das ergibt aber ein kleines Problem, denn diese Straße wird gerade von der norwegischen Regierung auf hunderten Kilometern erneuert, verbreitert und teilweise sogar komplett neu gebaut. Hier sprengt man sich gerade durch einen Tunnel in den Berg, damit man in Zukunft nicht mehr wie ich um den Berg herum, sondern einfach mitten hindurchfahren kann. Entsprechend sehen teilweise auch die Straßen aus. Loser Schotter oder gar Sand wechseln sich mit grobem Asphalt ab. Von hier bis Mo i Rana sind es eigentlich bloß knappe 110 Kilometer. Trotzdem brauche ich fast 3 Stunden für diese Strecke. Alle paar Kilometer endet der Asphalt plötzlich und im besten Falle fährt man über etwas, das an festgetretene Erde erinnert. Alternativ steht man an Baustellenampeln oder gar im Stau. So wie hier ist es dann noch harmlos, aber auf den besonders schlimmen Teilstücken habe ich keine Gelegenheit, die Kamera anzuschalten. Spaß macht mir das absolut keinen mehr. Dazu wird das Wetter auch noch immer schlechter, Regen ist aufgezogen. Und da es von Mo i Rana nochmal fast 500 Kilometer bis nach Trondheim wären, brauche ich wohl eine alternative Route, sonst stehe ich hier morgen immer noch im Stau. Denn große Ausweichrouten rechts und links der Hauptstraße gibt es nicht, hier oben muss man die paar wenigen Straßen durchs Gebirge gezwungenermaßen auch nehmen. In Mo i Rana angekommen, hatte meine Stimmung den absoluten Nullpunkt erreicht. Ich will mir diese Kacke mit den Baustellen nicht mehr länger antun und beschließe deswegen, ab Mo i Rana der E12 wieder zurück nach Schweden zu folgen. Alles schön und gut, zieht aber ein anderes Problem mit sich, denn um nach Schweden zurückzukommen, muss ich erneut einen kleinen Gebirgspass überqueren. Ich hatte mir vorsorglich schon einmal die Regenkombi übergezogen, und das war eine gute Idee. Denn Richtung Pass zieht teils dichter Nebel auf und es wird immer kälter. Auf der norwegischen Seite der E12 folgt man einem kleinen See, an dessen Ufer ist es am allerschlimmsten. Stellenweise sinkt die Temperatur hier auf nur noch 2 Grad über Null und in Kombination mit dem Nebel habe ich wirklich Sorge, dass mich hinter der nächsten Kurve Bodenfrost erwartet. Richtung Schweden steigen die Temperaturen dann zum Glück wieder auf immerhin 6 Grad. Das ist immer noch nicht angenehm in nasser Motorradkombi, aber immerhin besteht jetzt keine Gefahr durch Bodenfrost mehr. Mir fällt wirklich ein Riesenstein vom Herzen. Ich beschließe, heute bloß noch so weit zu fahren, dass ich aus den Bergen raus bin und mir dann einen Campingplatz zur Übernachtung suche. Bei dem nasskalten Wetter würde ich gerne heiß duschen, deswegen fällt Wildcampen für heute aus. Was ich auf einer anderen Reise durch Nordschweden gelernt habe: Diese schwarzen Fahnen hier am Wegesrand werden von den Sami aufgestellt, um Autofahrer davor zu warnen, dass gerade mehr Rentiere als gewöhnlich in der Gegend unterwegs sind. Entsprechend passe ich meinen Fahrstil an und halte die Augen offen. Doch zum Glück bleiben die paar Rentiere, die ich unterwegs noch sehe, auch brav am Wegesrand stehen. Ich weiß, dass ich oftmals ein kleiner Muffkopf bin, aber hinter Hemavan verlasse ich endlich das Gebirge und meine Laune bessert sich schlagartig. Ich folge nun einem Fluss, der durch die Schneeschmelze in den Bergen wirklich enorm viel Wasser führt. Weiter stromabwärts komme ich nach Tärnaby und finde dort einen schönen Campingplatz, wo ich mich für die Nacht einquartiere. Noch kurz was beim örtlichen Coop eingekauft und dann endlich Feierabend machen. Das Lustige hieran: Ich habe den Campingwart auf Schwedisch begrüßt und ihn auch auf Schwedisch gefragt, ob er mit mir Deutsch oder Englisch reden kann. Und dieser lustige Geselle entgegnet mir nur knochentrocken in richtig gutem Deutsch, dass er beides mit mir sprechen könne, da seine Schwiegertochter Deutsche sei und er deswegen Deutsch gelernt habe. So kann's gehen, man weiß in Schweden nie, wer einen alles versteht. Aber die Lageänderung erfordert eine neue Route. Mein Plan für den nächsten Tag ist deshalb, ab nach Wilhelmina und den Vildmarksvägen lang. Jetzt macht sich der Tipp des Schweden bezahlt und außerdem soll dort unten besseres Wetter herrschen. Neben dem Fluss baue ich mein Zelt auf und beende den zweiten Tag meiner Reise, in der Hoffnung, diese Nacht nicht allzu oft von dem Gerausche des Wassers auf Toilette zu müssen. Übrigens, das hier ist die Strecke, die ich heute insgesamt gefahren bin.